Hallo liebe Krebse, wir schauen in euren neuen Monat rein. Was darf ich euch weitergeben? Welche Energien sind hier verfügbar für das Kollektiv der Krebse? Und hier haben wir schon einen Monat der Veränderungen. Und zwar hier der plötzlichen Veränderungen. Hier kann sehr schnell etwas in Gang kommen. Hier kann eine Veränderung sein, die etwas minimiert. Eine Veränderung, die über eine Verletzung hinwegführt. Und eine Veränderung, die mehr Ruhe mitbringt. Ich sehe sehr viel Bewegung hier in eurem Kopf. Möglicherweise macht ihr euch sehr viele Gedanken. Das kann jetzt hier im Bereich der Freundschaften sein oder auch da, wo ihr denkt, hier ist jemand nicht loyal. Hier hat jemand nicht die gleichen Werte wie ich. Ja, habt ihr vielleicht so eine Verletzung auch von irgendjemandem, der euch am Herzen liegt, und hier kommt eben die Wende. Ihr seid auf dem Weg, euch selbst treu zu bleiben. Es kann jetzt hier sein, dass ihr auch irgendwas, was in der Vergangenheit mal schwierig war, verstrickt oder auch so ein bisschen Verlust mitgebracht hat, dass ihr da mehr drüber kommt. Und hier habt ihr die Entscheidungen noch, ne? Hier kommt ein anderer Weg, hier dürft ihr eine neue Möglichkeit wählen. Vielleicht kommt ihr auch sehr schnell an den Punkt von, ich entscheide mich da oder dafür. Jedenfalls geht diese Entscheidung aus einer verstrickten Situation heraus. Es kann ja auch eine weibliche Freundin sein oder ein Mutterthema, eine Person aus der Vergangenheit, die irgendwie eine Wunde hinterlassen hat. Guckt mal, und jetzt habt ihr noch die Sonne in eurem eigenen Haus. Also hier scheint ein Weg zu entstehen, wo ihr auch wieder von mehr Energie aufgetankt seid, wo ein Weg sichtbarer wird, wo eine gute Energie verfügbar ist. Kann hier um die Finanzen gehen. Wie gesagt, es kann einen Verlust auch aus der Vergangenheit auf einen anderen Weg bringen. Das kann ja auch im finanziellen Bereich sein oder aber im seelischen Bereich. Es kann sein, dass aus dem Umfeld viele Themen kommen, die mit dem Thema Finanzen zu tun haben. Das hier ist so ein bisschen blöd, denn euch steht hier vieles zur Verfügung, aber ihr habt trotzdem irgendwie Zweifel, ob den Weg, den ihr geht, oder ob die Option, die ihr wählt, ob die richtige ist, oder ob ihr irgendwann wieder enttäuscht werdet. Aber das können wir ja alle selber, können wir ja niemals ausschließen, ob wir enttäuscht werden. Manchmal sind Zweifel ja auch berechtigt, aber in diesem Fall eher nicht, denn ich habe hier so dieses Endding, dass etwas stabil in eine neue Qualität geht, dass etwas euch zugute kommt, dass ihr eure Wurzeln wieder mehr spürt, eure Lebenskraft, eure Vitalität auch, ne?
und dass euer Seelenleben sich beruhigt oder angenehmer wird. Hier unten haben wir noch das Kind und die Dame. Es kann jetzt ein Neuanfang auch sein mit irgendeiner Person. An sich jemand aus dem Familienkreis, Kinder könnten hier eine Rolle spielen. Es kann auch etwas ganz Kleines sein, was eine kleine Kurskorrektur benötigt. Und ihr habt dann hier die gute Chance, durch einen minimalistischen anderen Weg neues Wachstum zu kriegen. Auch wenn ihr hier sehr gestresst seid oder sehr unruhig, weil euch was beschäftigt, können hier auch Gespräche sein, die euch durch den Kopf gehen. So habe ich auf die längere Zeit eine gute Phase, die mehr Ruhe und mehr Energie mitbringt. Guckt mal, das ist immer wieder so faszinierend. Ihr habt hier den Neubeginn und hier kommt er gleich nochmal. Und hier unten habt ihr noch Großzügigkeit. Also das, was ihr hier gewinnt für euch, das dürft ihr auch gerne weitergeben. Das kann menschliche Nähe auch sein, etwas Seelisches, etwas, was ihr einem Freund weitergebt oder wo ihr Freunde unterstützt. Denn ihr habt hier das Ding, dass ihr etwas Gutes auf den Weg bringt und von diesem Guten dürft ihr anderen wieder was weitergeben. Ihr spürt hier auch, es kann sein, dass ihr einen ganz neuen Lebenszyklus betretet, denn ihr spürt hier, dass das Leben in Zyklen verläuft und ihr bereit seid, hier einen anderen Weg zu machen. So wie alles zusammengehört, eine Ebbe und Flut, die Mondphasen, die Monate, die dann wieder ein Jahr ergeben. Und wenn die Karte hier auftaucht für den Neubeginn, dann dürft ihr eine neue Seite des Buchs in eurem Leben aufschlagen und schwierige Abläufe hinter euch lassen. Das sieht man hier, ist die Haus der Vergangenheit, die Schlange drin, die Verstrickung. Das sind auch wirklich gute Energien, wo man neue Dinge in die Welt bringt. Ein neues Projekt, etwas, was man gedeihen lassen kann. Und wo man viel Raum für einen Neubeginn erschafft, bei dem die Dinge auch erfolgreich sind. So, welches Krafttier kriege ich für die Krebse? Die Krake, das passt auch sehr gut. Hier sind Ahnenthemen. Das sieht man hier auch in der Vergangenheit. Hier klebt etwas an euch. Hier seid ihr irgendwo gefangen. Und hier darf sich erlösen, was noch gebunden ist. Das kann in ganz vielen Bereichen der Fall sein. Nun habt ihr ja hier, dass ihr etwas Verstricktes hinter euch lässt. Und diese Karte hier beschreibt es nochmal sehr viel genauer, denn hier geht es darum, dass man in irgendeinen Kreislauf eingebunden ist. Und es geht um die Wurzeln von einem selber, um die DNA und um irgendwas, was noch im Energiefeld hängt. Es geht um Prüfungen, die ein Mensch im Laufe des Lebens erlebt oder durchkommen muss. Es geht jetzt auch im Prinzip darum, mal drauf zu gucken, wo will ich was anders haben, wo fühle ich mich gefangen, wo muss ich noch gucken, wo ich unerlöste Dinge habe, die mich fangen. Aber hier habt ihr wirklich die Zeit der Wandlung aus diesen Dingen raus in eine freie Energie. Ihr habt die Mistel dabei.
Das passt auch sehr gut, denn hier seid ihr ja irgendwo angebunden und wollt oder dürft einen Weg gehen, der frei macht. Und die Missel sagt einfach, es ist alles möglich. Es ist nichts für immer festgelegt. Und es geht darum, auch ein bisschen zu gucken, wo ist denn meine eigene Wahrheit. Jeder hat eine andere Wahrnehmung der Wahrheit oder jeder hat auch seine eigene Wahrheit. Schauen wir hier noch, was möchte dir deine Seele sagen, lieber Krebs. Sehe es nicht so eng, also nimm die Dinge nicht persönlich. Manchmal ist etwas gar nicht so gemeint, bleibe trotzdem fröhlich und gelassen. Ui, der Dompfaff. Ich suche dich auf, um dich auf deine Anfälligkeiten hinzuweisen. Du befindest dich an einem Übergang in deinem Leben. Neue Knospen treiben an, entdecke das Neue mit Achtsamkeit. Passt auch super, ne? Ihr lieben Krebse, ich wünsche euch einen schönen Monat. Ich drücke euch bis bald.